Unser Projekt ist das KI-Ether-Projekt. Ganz grob, was wir dort gemacht haben, ist einen multimodalen Ether-Service zu entwickeln. Das heißt, wir bestimmen mittels KI die Estimated Time of Arrival für Transporte. Das heißt, wir können sowohl auf der Straße, auf der Wasserstraße als auch auf der Schiene routen und dafür berechnen wir in dem Sinne die Zeit. Was wir hierfür gemacht haben, sind unterschiedliche Komponenten zu entwickeln oder Services, die zum einen von uns genutzt werden, aber auch von anderen genutzt werden können. Was ich damit meine ist, wir haben Basiskomponenten entwickelt. Zum einen, den wir hier schon sehen, das ist der OpenStreetMap-Server oder Tile-Server, wo wir eine Karte darstellen können. Eine zweite Komponente, die wir genutzt haben, ist ein Geocoding-Service. Das kann ich hier an diesem Beispiel einmal ganz kurz darstellen. Das heißt, wenn wir eine Route eingeben, das heißt von Hamburg nach Stuttgart, können wir in diesem Zuge sofort aus diesen Adressen, sage ich mal, oder Standpunkten Geokoordinaten erzeugen. Aus diesen Geokoordinaten diese werden dann auf der Karte dargestellt und durch unseren dritten Service, den Routenservice, den wir hier entwickelt haben, natürlich auch wieder öffentlich zugänglich, können wir dann eine Route darstellen, so wie wir es hier haben, von Hamburg nach Stuttgart. In einem weiteren Schritt, sind so grundlegende Services, haben wir dann geschaut, okay, was brauchen wir oder benötigen wir, um die Ether mittels KI zu berechnen. Da haben wir beispielsweise das Wetter. Wir haben einen Wetterservice, wo wir sowohl die historischen als auch aktuellen, aber auch die zukünftigen Wetterprognosen einfach uns als Daten ausgeben können und in unsere Ether-Prognose mit einfließen lassen können. Ein Bestandteil unseres KI-Ether-Services ist die Komponente des Q&V-Services. Und der ist so zu erklären, dass wir sowohl die Aufkommensdaten als auch die Geschwindigkeitsdaten zu bestimmten Zeitpunkten und an bestimmten Orten konsolidieren können. Das heißt, wir haben beispielsweise zwischen Bochum und Dortmund unterschiedliche Stationen, die uns Aufkommens, das heißt, wie viele Autos fahren in einem bestimmten Zeitraum an dieser Station vorbei, als auch die Geschwindigkeit, die dort hinterlegt ist. Und die nutzen wir, um die KI zu füttern, die uns dann die Estimated Time of Arrival in dem Sinne berechnet. Alles in allem ist es halt für uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass wir einzelne Komponenten wirklich auch nur abgreifen, um dann unser Fallbeispiel, sage ich mal, unsere KI-Ether mit Daten zu füttern und diese dann auch zu hinterlegen. So, und was unser Anliegen ist, dass auch andere Projekte, was auch bis jetzt schon wirklich angekommen ist, zum Beispiel innerhalb eines anderen Projektes, dass unsere Karte verwendet wurde oder aber auch unser Wetterservice. Und das ist die Idee, die hinter Silicon Economy für uns steht, dass einzelne Komponenten zusammengebaut werden, aber von anderen dann auch wieder genutzt werden können.